Stefan, Ja. in der letzten Folge, da ging es ja um Personas. Und da ging es ja darum, was alles nicht geht, was alles geht, was der Cooper so gemacht hat. Aber eine Sache ging es nicht. Wie komme ich denn jetzt zu einer Persona? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Wir haben viel geredet über Ziele und Do-Goals, Be-Goals. Und wie kommen wir dahin? Und vor allen Dingen, wie kommen wir denn zu einer vernünftigen, glaubhaften Persona-Beschreibung? Darüber reden wir heute und es geht dann um Verhaltensvariablen, Verhaltensmuster und wie wir über diese zu einer guten Persona-Beschreibung kommen. Ich bin sehr gespannt. Genau, schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Papalapap. Hallöchen zusammen. Letztes Mal ging es um Personas. Da hatten wir sehr gute, also du kennst dich natürlich auch damit, aber wir hatten endlich mal Leute, die sich damit auskennen. Ja, mal kompetente Leute. Wir hatten mal kompetente Leute dabei. Zur Abwechslung. Ja, und damit machen wir heute weiter. Genau. Das war ja, du hast ja mit dem Cliffhanger, hast du diese letzte Folge, hast du ja, also das war ja quasi wie so ein Serienende, hast gesagt, ja, hier, wir wissen jetzt, was eine Person ausmacht, vor allem was sie nicht ausmacht. Da ging es ja auch viel drum. Aber wie kommen wir denn jetzt dahin? Genau. Also wir haben beim letzten Mal besprochen oder rausgearbeitet mit Herbert und Corinna zusammen. Eigentlich sind das Wichtigste bei einer guten Persona die Ziele. Also eine Persona ist ja nichts anderes als eine Sammlung von Zielen. Ja, da haben wir dann unterschieden zwischen verschiedenen Ebenen. Die wichtigsten, die wir besprochen haben, waren Do-Goals und Be-Goals. Und jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, wie kommen wir denn dahin und wie priorisieren wir die eigentlich? Und ich finde, da schließt sich so für mich ganz schön der Kreis zu dem, was wir schon seit 2 Jahren machen. Weil da können wir jetzt auf einmal ganz viel profitieren von dem, was wir schon länger erzählt haben. Wir haben, ich glaube, vor 1,5 Jahren mal eine Folge gemacht zum Thema Interviews. Durch diese Beobachtung, durch diese Interviews und so, können wir sehr schnell und sehr gut Do-Goals ableiten. Und dann sind wir zusammen in die Auswertung gegangen und haben uns Hilfe geholt vom Simon. Schöne Grüße an Simon. Schöne Grüße. Und haben eine Folge gemacht zum Thema Affinitätsdiagramm. So, also das ist das Affinitätsdiagramm, was wir damals auch in der Folge besprochen haben. Und da sieht man, die gelben Zettel, das waren wirklich Zitate oder Beobachtungen aus den Nutzerinterviews. Die geclustert wurden. Dann werden die geclustert. Und im Prinzip entstehen durch diese Clusterung ja auch unsere Ziele. Das heißt, zum Beispiel sehen wir hier, ich muss mich bei der Pflanzenpflege mit anderen abstimmen. Das ist ja schon irgendwie ein Ziel, was ich habe. Und da kann noch ein übergeordnetes Ziel drüber stehen. Ja, interessant. Ich hatte es bisher so verstanden, das kann einfach das Gleiche sein. Ich lege Überschriften für diese Aussagen fest. Also quasi so wie wir es dann haben, die blauen Zettel fassen für mich die gelben Zettel zusammen und die roten Zettel fassen nochmal die blauen Zettel zusammen. So hätte ich es jetzt verstanden. Ja. Und warum kommen da automatisch Ziele bei raus? Ist das einfach so, das hast du so ein Gefühl, das so zu tun? Also ich behaupte nicht, dass da immer Ziele bei rauskommen, aber ich glaube, das ist ein guter Indikator dafür, dass wir dann irgendwie bei Zielen landen, häufig. Ja? Ob man automatisch dahin kommt oder nicht. Es gibt halt gewisse Regeln, wie diese Überschriften gebildet werden. Und eine Regel ist, dass ich sie immer aus der Ich-Perspektive schreibe als Satz. Das heißt, ich würde nicht schreiben, Pflanzenpflege wäre keine schöne Überschrift, sondern was wir gerade gesehen haben, ich muss mich mit anderen bei der Pflanzenpflege abstimmen. Das ist eine gute Überschrift. Ja. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ob man dann nicht relativ natürlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei Zielen landet. Ich habe den Eindruck, dass das so ist. Aber vielleicht mag es auch gute Gegenbeispiele geben. Ja, also meine These ist gerade, dass du das machst, also aber weil du schon du kennst den nächsten Prozessschritt schon. Und du weißt schon, naja, im nächsten Prozessschritt kann ich mit dieser Überschrift mehr anfangen als mit einer anderen. Also
Ja, das ist also, das glaube ich, eine ganz gute These, dass man, wenn man schon weiß, dass man Personas modellieren will, da vielleicht ein bisschen drauf achtet, dass man bei sinnvollen Formulierungen landet. Genau. Und damit bekommen wir jetzt, ich sag mal schon, einen besseren Eindruck, was Ziele unserer Personas sein könnten. Und da gibt's eine schöne Methode, die für mich wirklich augenöffnend nochmal war. Und zwar ist die von Kim Goodwin. Das heißt, ich kann euch da das Buch Designing for the Digital Age ans Herz legen. Das heißt, wir gucken mal auf das Affinitätsdiagramm drauf und auch auf unsere Protokolle aus den Interviews und versuchen bestimmte Variablen zu finden, in denen sich diese Interviewten unterscheiden. Und die möglichst auf eine Skala zu bringen. So, das ist jetzt sehr abstrakt. Lasst uns also einfach mal ein Beispiel angucken, was das denn bedeuten könnte. Ja, ich war gerade so ein bisschen drauf, dass Verhaltensvariablen ist, ob du da noch 2 Worte drüber. Genau, da wollen wir jetzt drauf gucken, weil die erklären sich, glaube ich, besser an einem Beispiel, was ich denn damit meine. Und zwar können wir ja genau dieses eine Ziel, was wir gerade genannt haben, ich muss mich mit anderen abstimmen bei der Pflanzenpflege, können wir jetzt schon mal als Variable nehmen und sagen, okay, wir nehmen an, das ist eine Skala und auf der kann man sich irgendwie positionieren. Das heißt, manche müssen sich sehr viel mit anderen abstimmen, andere, die alleine leben, gar nicht. Und manche mögen so in der Mitte sein, weil, was könnte da ein Beispiel sein? Die machen es die meiste Zeit alleine und brauchen dann vielleicht ab und zu Unterstützung, wenn sie im Urlaub sind. Ja. Und Anzahl Pflanzen war ein anderes Beispiel, was wir gefunden haben. Und das sind gute Beispiele, weil es gibt halt auch quasi Ja-Nein-Antworten. Wo du keine Skala hast. Wo ich keine Skala habe. Das kann man auch machen. Es ist aber deutlich schwieriger, damit im nächsten Schritt weiterzuarbeiten. Da kommen wir dann noch auf. Wenn ich nur Ja-Nein-Antworten habe, ne, weil das so binär ist, weil im nächsten Schritt geht es dann um Verhaltensmuster. Aber da kommen wir in ein paar Minuten drauf. Ja. Genau, lass uns noch mal ein paar andere Beispiele von unserer Schulung hier anschauen. Einmal hier, wie wird die Pflanzenpflege wahrgenommen? Das eine Extrem ist lästig, das andere ist angenehm. Genau, was wir noch gesehen haben in unseren Interviews ist, meine emotionale Bindung an Pflanzen ist gering versus ausgeprägt. Ja, dann haben wir eine Variable rausgefunden, die bedeutet, ja, wie viel wissen die jeweiligen Personen über Pflanzen? Das heißt, manche wissen einfach nichts, die kippen Wasser rein und gucken mal, ob es geht. Und andere wissen sehr genau über ihre Pflanzen Bescheid, nörden sich da richtig rein. Und dann habe ich diese Variablen definiert anhand meines Affinitätsdiagramms. Und jetzt ist der nächste Schritt zu schauen, wie verteilen sich denn jetzt unsere Probanden aus den Interviews auf dieser Skala. Und da muss ich wirklich in die einzelnen Interviewprotokolle reinschauen und schauen, habe ich dazu Informationen. Und dann überlege ich mir für jeden Interviewee, also für jeden, den ich interviewt habe, ein Kürzel, beziehungsweise für jedes Protokoll. Und dann fange ich an, diese Protokolle auf meine Skalen zu werfen. Und damit habe ich schon mal quasi eine Zuordnung von den interviewten Personen auf meine Verhaltensvariablen. Und jetzt geht der nächste Schritt los. Und jetzt fange ich an und will Muster erkennen, weil eigentlich bin ich an einem Verhaltensmuster interessiert. Und da zoomst du raus. Genau, und da suche ich jetzt, und zwar Mengen, Paaren oder mehr von Personen, die sich gleich verhalten. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen drauf geschaut und dann festgestellt, ach guck mal, hier unsere beiden Interviews FH und AWM, die scheinen irgendwie sich ähnlich zu verhalten.
Und dann fängt man mal an und versucht, die einzukreisen und zu schauen, ist das so? Sind die immer an der gleichen Stelle? Sind die nicht immer an der gleichen Stelle? Und das mache ich für mehrere. Das heißt, wir haben ein anderes Paar gefunden, was sich auch häufiger begegnet. Und das war das Paar DA und SBJ. Da war die Häufigkeit aber nicht mehr ganz so stark ausgeprägt. Und dann kann man mal einen Schritt zurücktreten und schauen, okay, nehmen wir mal an, diese Ausprägungen fasse ich jetzt zusammen. Gibt das dann ein sinnvolles Gesamtbild? Ja, das heißt, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Verhalten einer Person modelliert, die ich in der Realität antreffe? Ist das ein sinnvolles Verhaltensmuster? Also vielleicht greife ich jetzt wieder 2 Schritte vor, eine Persona, ein Lauf durch unser Skalendiagramm hier. Ja, also die Persona basiert darauf, genau, und wir versuchen jetzt verschiedene Verhaltensmuster zu finden, und die verhalten sich zum Beispiel sehr unterschiedlich. Und damit haben wir auf einmal 2 unterschiedliche Verhaltensmuster, wo wir glauben, hey, das sind häufige Verhaltensmuster in unseren Interviews. Wir hatten jetzt hier nur 4, das ist also eigentlich zu wenig, das sieht man. Also das heißt, man sollte jetzt idealerweise noch 2, 3 Interviews mehr haben. Und dann kristallisieren sich Verhaltensmuster raus. Und jedes Verhaltensmuster ist jetzt eine potenzielle Persona. Und dann kann ich die priorisieren im nächsten Schritt. 2 Fragen dazu. Du hast in Personas, das kam ja auch in der letzten Folge raus, Personas sind quasi Ziele und Ziele sind Personas. Ja. Also Ziele, quasi, das ist das Kernelement. Jetzt reden wir hier über Verhaltensmuster. Wie hängen Verhaltensmuster und Ziele zusammen? Muss ich damit den Schritt zurückgehen und quasi, da habe ich ja meine, an irgendeiner Abstraktionsschicht hatte ich ja meine Ziele, zumindest so sort of. Wie, also, ja. Also für mich haben wir jetzt quasi nochmal einen Umweg über diese Verhaltensmuster gemacht. Ja. Du hast recht, wir hatten ja schon Ziele am Anfang, aber wir hatten halt eine Masse an Zielen und wir brauchen ja jetzt irgendwie die Persona als Modell, um Empathie zu wecken. Und die müssen wir irgendwie sinnvoll beschreiben, so dass ich glaube, dass sie glaubhaft wirkt, dass das ein Mensch sein kann. Okay, ja, das ist der eine Schritt. Deswegen mussten wir quasi noch mal einen Schritt zur Seite machen und über Verhaltensvariablen sprechen. Und der andere Punkt ist, wir hatten vorher in dem Affinitätsdiagramm mehr Ziele, als wir nachher unterstützen wollen und teilweise auch konkurrierende Ziele. Und da helfen mir jetzt Personas, mich zu fokussieren. Das ist für mich nur ein sehr schöner Zwischenschritt, weil allein das Zwischenergebnis für mich etwas ist, das zeige ich auch dem Entwicklungsteam. Also diesen Zwischenschritt teile ich auch. Warum? Für mich hat das auch etwas, was ganz stark die Glaubwürdigkeit erhöht. Das heißt, ich kann wirklich sagen, guck mal, das sind die Sachen, die wir beobachtet haben. Das sind die einzelnen Protokolle, die wir da zugeordnet haben. Und damit hat das nicht mehr irgendwie sowas wie, da schließt sich ein UXer ein und denkt sich irgendwas aus und kommt dann um die Ecke damit und sagt, so, das ist jetzt unsere Persona und das ist irgendwie angreifbar, weil als Entwickler bin ich ja so ein bisschen technikgetrieben und sage, ja, hast du dir ausgedacht? Warum denn das und warum nichts anderes? Und dann kann ich das rausholen, deswegen. Genau hier, das hat für mich was unheimlich Glaubwürdiges und Nachvollziehbares, weil ich dann sagen kann, ja, ihr habt beim letzten Mal gesehen, unsere Persona, da sagen wir, die ist nicht so emotional abhängig und die sind mehr für dekorative Zwecke. Und dann sagt ein Entwickler, ja, warum denn so und warum nicht anders? Und dann kann ich sagen, genau hier haben wir es rausgefunden, das sind die echten Interviews, hier sind die Verhaltensvariablen und da haben wir es zugeordnet. Okay. Ja, verstehe. Und deswegen hat dieser Zwischenschritt für mich als Ergebnis einen Wert und ich finde es auch für mich mega hilfreich, weil bei den Affinitätsdiagrammen, da stehe ich jetzt danach dahinter, da vor dem Ergebnis und sehe, eine Gruppe hatte das Ziel,
ja, sie wollen, dass es schön aussieht und die anderen, wir lieben Pflanzen. Ja, was ist denn jetzt wichtiger? Ja, verstehe. Ich hätte noch eine Frage, wenn das... Ja, also die Methodik ist im Prinzip damit schon erklärt, tatsächlich. Es gab gegen Ende der letzten Folge gab es eine kontroverse Aussage. Ich weiß nicht, vielleicht reiche ich dich jetzt rein oder ich... Ich nehme mir schon mal einen Schluck zu trinken. Nimm dir schon mal einen Schluck zu trinken. Die Frage war, wie viele Personas habe ich denn? Ja. Und die Antwort vom, ich glaube Herbert war das, sagte eine. Ja. Hier kommen jetzt ja quasi per Definition schon ein paar mehr raus. Und das ist ja, also vielleicht sinnvoll, dass da auch mehrere rauskommen und die jetzt unterschiedliche Aspekte beleuchten. Wie passt das zusammen? Das ist also eine sehr gute Frage. Aber wenn wir uns zurück erinnern, die Aussage in der letzten Folge war eine primäre Persona. Cooper im Neuesten meinte mal irgendwann 3, woanders steht 5. Aber ich finde, eine reicht eigentlich. Habe ich eine primäre und die anderen sind dann nicht? Sekundär. Oder können die auch? Sekundär. Nee, du kannst keine 2 primären haben. Jedenfalls sind der Cooper. Und das ist der Schlüssel. Das heißt, hier kommen jetzt tatsächlich mehrere Persona raus. Das hast du genau richtig erkannt. Und unsere Aufgabe ist jetzt zu entscheiden, was ist denn jetzt unsere primäre Persona? Was wollen wir als erstes unterstützen? Okay. Ich Und die verstehe, anderen Personas, die hat man dann noch und kann man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber wir konzentrieren uns jetzt zuerst mal auf diejenigen, die gesagt haben, emotionale Bindung ist nicht so hoch. Und damit ist die Frage auch schon beantwortet, weil ich kann mich auch an verschiedene Projekte oder Situationen erinnern, wo das genau der Fall ist. Oder der Fall war. Also das ist für mich, kommt häufiger vor, also dieses, wir waren bei einem Kunden unterwegs und da stellte sich auch immer wieder die Frage, wollen wir jetzt eine Lösung machen, die möglichst einfach zu bedienen ist, oder sollen wir eine Lösung machen für den Experten? Und genau dafür sind ja Personas da. Ja. Damit ich diese Diskussion nicht immer und immer wieder führen muss, entscheide ich mich halt mal einmal und sage, so, das ist jetzt meine Priorisierung. Und natürlich darf sich das ändern mal. Ne? Aber wenn ich jedes Feature neu diskutieren muss, und das passiert ja im Projekt. Und das ist genau der Grund, warum Cooper das erfunden hat. Und dieses Phänomen nennt er auch the Elastic User. Das heißt, der Nutzer wird immer als Argument herangezogen, um gerade die eigene Meinung zu begründen. Ne? Ja, ist doch klar, unsere Benutzer, die brauchen eine einfache Lösung. Heißt dann in dem einen Meeting und in dem anderen Meeting heißt dann, ja, ist doch klar, also wir haben Experten-User, die brauchen hier den Button nicht, weil das wissen die alles schon. Und das ist, glaube ich, die vertane Chance, weil Personas so nicht eingesetzt werden. Und die Glaubwürdigkeit, ne, dass Personas halt einfach meistens ausgedacht sind. Und so gehen dann auch Entwickler damit um und sagen, ja, hat sich halt irgendwie so ein Fuzzi ausgedacht. Ne? Und hier kann ich halt sagen, nee, das ist nicht ausgedacht. Und das ist für mich halt, war für mich schon so eye-opening, als ich diese Methode kennengelernt habe. Ja, das finde ich richtig gut. Ja, cool. Ja, Leute, wie ist das für euch? Ne? Wie macht ihr Personas? Also ihr habt beim letzten Mal ein bisschen was über Ziele gelernt. Macht ihr das alles schon so? Seid ihr datengetrieben unterwegs? Macht ihr Proto-Personas? Und wenn ja, validiert ihr eure Annahmen? Also würde mich schon sehr interessieren. Und wenn ihr nicht so sehr im UX-Bereich unterwegs seid, sondern Entwickler, Entwicklerinnen seid, wie geht ihr mit Personas um? Ist das so, wie der Stefan das gerade beschrieben hat? Ist das, naja, es hat sich irgendwie ausgedacht, oder ist das schon so eine gewisse Leitplanke, so ein Ziel, auf das ihr hinarbeitet, wo ihr vielleicht auch mal den Projektleiter, der Mensch, der da die Entscheidung mal wieder von der Seite reinwirft, damit konfrontiert? Wie ist das bei euch? Schreibt es unten in die Kommentare. Genau. In diesem Sinne, Stefan. Für die Persona-Folge Nummer 2, die erste. Und bitte
Ich muss jetzt einen Hook machen. Also, sowas wie Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna turn around and hurt you. Oh Gott.